So, Minchida, wo sind wir jetzt? In Arnsberg. Jo. In Arnsberg, und wir wollen mal die Kultur hier genießen. Es geht wieder auf zu neuen Angelabenteuern. Und zwar süß und salzig ist unsere Devise. Wir fangen aber salzig an. Nee, süß. Ja, stimmt. Eiskaffee. Wir fangen süß an. Und zwar sind wir jetzt in Arnsberg. Nur zu eurer Aufklärung. Wir wollen über Pfingsten, fahren wir jetzt mal schön mal ein paar Plätze an der Ostsee, aber auch im Süßwasser und wollen da einfach ein bisschen angeln. Klasse, dass es jetzt auch, ein bisschen laut hier, aber egal, klasse, dass es auch diese Möglichkeit gibt mit der Luca-App, dass man hier auch mal wieder so einen Kaffee genießen kann und auch mal wieder am ganz normalen sozialen Leben teilnehmen kann. Und ich hoffe, genauso klasse wird auch die nächsten Tage, weil ihr seid mit dabei. Juhu! Ja. Ja, erster Stopp ist jetzt hier Hohwacht. Aber ob wir noch heute angeln, bezweifle ich. Ich glaube, wir gehen die Sache ruhig an, ne, mein Hase? Ja, Prost. Urlaub. Geht weiter. Jo, salzig fangen wir an. Nee, geht's weiter salzig. Wir haben ja schon angefangen mit süß. Direkt vor meinen Füßen hier da vorne, da rauben sie oder da paaren sich die Hornhechte. Hoffentlich sieht man das schön. Das ist ja direkt hier vorne. Euch wollen wir nicht. Wir wollen noch weiterhin die Meerforellen. Den Anglern neben uns würde jetzt wahrscheinlich der Atem stocken. Die sind nämlich alle auf Hornhechte aus. Erster Fisch hängt und ein Horni. Ja. Kein so schlechter. Da haben wir ihn. Joppa. Erster Fisch der Pfingstwoche. Jo, erster Fang ist raus, cool, ein Hornhecht, dann noch einer so, ich denke mal, einen Meter wird er gehabt haben. Also in Schneider mit einem Meter, das ist schon mal klasse. Natürlich, Hornhechte sind natürlich schlank und nicht so die Kämpfer. Eine 60er Forelle wären das bessere gewesen, aber man freut sich, das Herz lacht, wie ihr seht. Und wir können freudig weiter raus angeln, weil wir haben immer wieder hier, sehen wir hier überall Aktionen. Die Hornhechte kommen raus, die Haubentaucher tauchen hier. Also ich würde mich schon schwer wundern, wenn das der letzte Fisch werden würde, für diesen Ausgang zumindest. Und allen Mühen zum Trotz musste ich mich leider schwer wundern, denn von einer Meerforelle keine Spur. Genau das war unser salziges Ziel, und da es hier rund um Hohwacht nicht klappen wollte, ging unsere Reise weiter in Richtung der Flensburger Außenförde. Endlich sind wir angekommen an der Flensburger Förde, hier beim Klabautermann, in der Nähe der Zwitschergasse, und alle waren sie schon da. Elke und Peter, Biene und Marc, M und RJ, Peter und Monika, Knut und Marion. Aber Elke und Peter und Monika? Na gut, wie auch immer, alle waren sie da, und hier musste es doch klappen mit unserer erhofften Meerforelle, und hier wollten wir es jetzt weiter probieren. Vorhin war die Sonne so schön, ne? Und jetzt wird es wieder so frisch. Ja. Ich bin auch komplett unvorteilhaft angezogen. Ja, es ist zu kalt an den Füßen, ne? So kann man sich täuschen. Ganz schön frisch. Ja, wir haben unser Revier gewechselt. Wir sind jetzt von Ostholstein an die Flensburger Außenförde gefahren und
haben endlich das erhoffte, so sehr erhoffte Maiwetter bekommen. Sonne, schön, ein bisschen wärmer, auch das Ganze. 20 Grad haben wir schon fast, oder wie viel haben wir jetzt gerade? Ja, 20 Grad. Die Hoffnung besteht, dass das Wetter so bleibt. Wieder da hinten. Nee. Nee, ist ein Hornhecht. Ja, kleiner. Kleiner Horni. Hier den Köder genommen. Ja. Haben ihn ab. Ja, hau hin da, mein Engel. Nee, komm, hau hin da. Da sind noch mehr. Die brauchst du nicht aufnehmen. Ja, hat sich ja voll eingedreht, ne? Oder was ist da los? Da habe ich den gehakt. Scheiße. Sorry. Dass die Schnur manchmal schafft, sich so da umzuschlängeln, ne? Das liegt wahrscheinlich am Nerven, ne? Ja. Ja, 2 Hornis. Keine Meerforelle. Müssen wir weiter campen, ne? Mein Liebling. Sei froh drum, du hast 2 Hornis. Wieder Nullinger. So ist das. Nächstes Mal dafür fängst du heute oder morgen die schöne Meerforelle. Ja. Ja, zieh sie weiter ran, sonst kann ich sie nicht kriegen. Noch weiter. Bisschen mehr aufnehmen. Toll. Petri, mein Spatz. Tatsächlich hat es noch mit einer schönen Meerforelle bei mir geklappt. Tja, meine Ausdauer hat sich letztlich doch noch gelohnt. Jetzt kehren wir dem Salzwasser den Rücken zu und so, wie wir mit Süß begonnen haben, setzen wir am Süßwasser unsere Pfingstreise fort. Wo sonst als am Süßwasser der Elbe? Süßes Gewässer an der Elbe. Bitte? Ich hoffe. Ja, wollen wir hoffen, dass es Fisch gibt, ne? Jetzt sind wir nämlich an der Elbe. An einem sehr bekannten Platz von mir sogar. Aber trotzdem. Ich will es einfach nur noch mal ein Stündchen probieren. Vorzüglich mit dem Wobbler. Ich werde aber mit dem Jig anfangen. Gerade hohes Wasser hier. Sehr, sehr unwegsam. Muss ein bisschen vorsichtig sein jetzt gerade. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob es tatsächlich Fisch gibt. Hat auch gerade wieder schön geregnet. Das kennen wir ja schon. Und jetzt bin ich auf der Buhne und wir haben auch ablaufendes Wasser. Ja, ich bin mal gespannt. Also es ist nicht meine Lieblingsbuhne. Ich habe hier, glaube ich, erst ein paar Würfe gemacht. Die soll es sein, für heute Abend.
2 Würfel später, der nächste. Gibt's ja gar nicht. Herrlich. Hier am Abend noch diese schönen Zander. Leider alle ein bisschen klein. Aber wenn was passiert, ist ja auch schon ganz schön. Ne? Und wieder so ein kleiner Spatz. Oh, schnell in sein Element zurücklassen. Den kleinen. Oh, der hat aber Temperament. Herrlich, jetzt hier am Abend kommen doch noch mal ein paar Fische. Das war der erste Zander, wo es mal wirklich mal einen Tock gegeben hat. Leider von den Größen her alle noch ein bisschen sehr klein. Also, aber man kann es sich nicht aussuchen. Und auf den kleinen Köder gehen auch die großen. Deswegen Taktikwechsel. Jetzt geht's mit dem Wobbler zur Sache. Und da fange ich mal an mit dem Prey 91. Hat mir schon viele gute Fische beschert. Hat tatsächlich geklappt. Den Wobbler. Ein kleiner Zander. Uiuiui, hat sich ja gleich den ganzen Wobbler hier reingegriffen. Mal kurz aufpassen, dass der hier nicht stiften geht. So, erster Kleiner. Gestern Abend, kurzer Ausgang, gleich der erste Zander auf Wobbler. Hat den aber auch geattackiert, den Köder. Also hat jetzt nicht vollends reingebissen oder so. Jetzt die ersten 2 Stellen abgefischt. Immer mal wieder Kontakt, die Fische checken, sind aber noch recht zurückhaltend. Das macht aber nichts. Wir haben eine Bombenjahreszeit. Jetzt Ende Mai ist, finde ich, also die beste Zeit, um es auf Zander zu probieren. Weil auch wenn die Fische keinen Bock haben, probieren sie mal. Und von daher denke ich mal, wir haben jetzt noch ungefähr 3,5 Stunden ablaufendes Wasser. Dann machen wir ein kleines Päuschen und dann werden wir noch mal 1-2 Stunden, je nach Lust und Laune, dann an das auflaufende Wasser reinangeln. Hier auch eine geile Strecke von mir, die kenne ich natürlich gut. Von daher sind wir bestens aufgehoben und werden sicherlich auch noch den einen oder anderen Fisch vor die Linse bekommen. Ist das ein Fisch? Kann auch ein Baumstamm sein. Bewegt sich gar nicht. Doch, ist einer. Der erste, guck mal, wie ruppig der aussieht. Ganz struppig. Ich bin am Start. Schöner. Toll. Ja, beim Zanderangeln ist mir doch tatsächlich dieser schöne Rapfen auf den Köder gesprungen. Ehrlich, mein Liebling. Der hat die ganze Zeit schon neben uns geraubt, ne? Oh, Mann, ey, toll. Das war ja Spektakel. Ja, klasse. Die Pfingsttage sind für uns in jedem Jahr wieder echte Highlight-Tage und auch in diesem Jahr fällt es uns wieder schwer, von den Meerforellen Abschied zu nehmen, um es wieder im Süßwasser zu probieren. 2021 haben wir darum diesen Clip gedreht, um euch zu zeigen, dass es jetzt wirklich überall abgeht. Wir wünschen euch in der aktuellen Pfingstzeit genauso viel Spaß und Erfolg am Wasser und wünschen euch allen schöne Pfingsten und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Clip wieder mit dabei seid.